Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute zeige ich euch mal wieder was super Einfaches und zwar sind es Apfelquarkbällchen oder Apfelkräppelchen oder Apfelquarkinis. Die haben ja ganz viele Namen, die sind super fluffig und sehr lecker und auch super einfach. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox unterm Video und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Ich gebe 100 Gramm normalen Zucker und 8 Gramm Vanillezucker in die Schüssel. Den Vanillezucker kann man auch durch Vanillinzucker ersetzen. Füge dann noch 250 Gramm Quark hinzu. Mein Quark hat 20% Fett und dann kommen noch 2 Eier dazu. Jetzt mische ich 250 Gramm Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver, also 8 Gramm, und siebe dann die Mischung in die Schüssel. So kann sich erstens das Backpulver gleichmäßig verteilen und zweitens werden die Quarkbällchen noch fluffiger. Ja, und dann verknete ich alles ruckzuck zu einem Teig und das mache ich mit den Knethaken eines Handmixers. Und dann füge ich noch einen Apfel hinzu, den habe ich natürlich geschält und in Würfel geschnitten und die sollten auch nicht zu klein sein, also die Würfel. Jetzt kann ich meine Quarkbällchen auch schon ausbacken. Ich habe in einem Topf 1 Liter Sonnenblumenöl erhitzt. Die Quarkbällchen sollte man bei ungefähr 175 bis 180 Grad ausbacken. Wenn das Öl zu heiß ist, werden sie schnell zu dunkel und das ist natürlich nicht so schön. Und die forme ich heute mit einem Eislöffel. Man kann damit kleine Teigkugeln abstechen und die dann vorsichtig ins Öl gleiten lassen. Aber das geht natürlich auch ohne einen Eislöffel, das geht auch mit 2 Esslöffeln. Die Backzeit liegt je nach Größe der Quarkbällchen ungefähr bei 5 bis 7 Minuten. Die fertigen Bällchen dann einfach mit einem Schaumlöffel herausnehmen und auf dem Küchenpapier abtropfen lassen. Ein Satz vielleicht noch zum Öl. Ich verwende das Öl mehrfach. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Ich meine, nach ein paar Quarkbällchen sieht es ja auch noch gut aus. Und ich finde, würde ich es wegkippen, wäre es ja Verschwendung und auch sehr schade. Und auch nie gut für die Umwelt und für den Geldbeutel. Und so sehen meine Quarkbällchen aus. Die sind nicht so ganz rund wie die normalen Quarkbällchen, aber es liegt ja an den Apfelstückchen. Die sehen eher aus wie kleine Igelchen und die sind total fluffig und ganz, ganz lecker. Man kann sie entweder in Zucker wälzen oder mit Puderzucker bestäuben oder auch so lassen, wie sie sind. Mir schmecken sie am besten lauwarm, ohne Puderzucker, ohne Zucker, einfach nur pur. Aber das ist ja Geschmackssache. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!